Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir schauen uns mal heute den neuesten Post von Shakes and Fidget an, was sie auf Instagram getätigt haben. Und dort geht es so ein bisschen nochmal um den Stand, den Shakes and Fidget auf der Dokumi dieses Jahr haben wird. Und für die Leute, die es vielleicht nicht schaffen sollten, zur Dokumi zu kommen, beziehungsweise kein Ticket mehr bekommen haben, die haben dann die Möglichkeit, diesen Shakes and Fidget Stand Ende des Jahres, im Oktober, dann nochmal auf der Polaris zu sehen, denn dort werden sie auch vertreten sein und dort wird auch derselbe Stand vor Ort sein. Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, ich bin am Sonntag da vor Ort und da könnt ihr dann auch sehr gerne vorbeikommen, wenn ihr wollt. Ne? Und ja, deswegen schauen wir uns das Ganze heute nochmal im Detail an, denn die haben dazu nochmal was gepostet und ein bisschen nochmal erklärt, was es dort eigentlich alles so ja, zu tun gibt, was man machen kann und was es auch zu gewinnen gibt mitunter. Ne? Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal rein. Shakes and Fidget Taverne. Ich denke mal, es ist für jeden Shakes and Fidget Spieler eine coole Sache, dass man mal im Real Life in diese Taverne rein kann. So. Deswegen, ich bin auch sehr gespannt, wie das Ganze designt ist und wie das Ganze dann aussieht und wie groß das Ganze dann auch ist. Ne? Für die, die es nicht wussten, ich bin da ja nicht ganz ohne Grund da bei der, ja, Dokumi. Ich wäre eigentlich gar nicht hingefahren dieses Jahr, weil, ja, erstmal, also es ist halt primär eine Anime-Messe, da bin ich nicht so deep drinne und zweitens ist das auch eine sehr weite Entfernung von mir aus, also es sind 700 Kilometer hin und wieder zurück. Für einen Tag lohnt sich jetzt auch nicht so heftig, allerdings, ja, sind wir halt eben dort vor Ort mit Sergio zusammen und werden dort ja, ein Video aufnehmen, für den offiziellen YouTube-Kanal von Shakes and Fidget, was sich um diese Taverne halt eben dreht. Also wir werden ja, so eine Art Imagefilm zu der Taverne drehen und das wird auf dem offiziellen Shakes and Fidget YouTube-Kanal dann veröffentlicht werden. Und wir werden ein paar Interviews führen, ein paar ja, Leute vor die Cam holen und so. Ne? Also falls ihr da Bock drauf habt oder euch dann verstecken wollt, je nachdem, nehmt euch in Acht auf jeden Fall. Genau. Ja, so sieht das Ganze aus. Also das wird ganz nice und dann könnt ihr euch auch nochmal, falls ihr es nicht schaffen solltet, ein besseres Bild von dieser Taverne machen, um das eventuell ja für euch in Frage, ob das vielleicht für euch in Frage kommt, dann Ende Oktober, beziehungsweise Mitte Oktober ist es, glaube ich, also oder Anfang sogar, also ich glaube so um den 9., 10. oder so rum. Ja, könnt ihr euch dann ein Bild machen, ob sich das lohnt, ob ihr zur Polaris kommen wollt für diese Taverne. Wir gehen aber jetzt erstmal rein. Und wir sehen hier einmal die Aktivitäten, die es in dieser Taverne zu machen gibt. Beim Eingang von der Taverne bekommt man erstmal 5 Goldmünzen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ich sage mal einfach Münzen dazu. Ja, zeige deinen Account für einen Sack voller Münzen und einen exklusiven Pilzcode. Also, wenn ihr dort vor Ort seid, wie gesagt, gleiches gilt auch auf der Polaris dann im Oktober, dann bekommt ihr 5 von diesen Münzen und das ist quasi so eine Währung, die ihr dann einlösen könnt für gewisse Dinge in dieser Taverne halt eben, ne? Genau, ihr müsst euren Account vorzeigen, kriegt dann die Münzen plus einen Pilzcode. Das ist erstmal schon mal ganz nice. Das Gildenbrett. Scanne den QR-Code und verewige dich auf unserem digitalen Gildenbrett. Da weiß ich selbst auch noch nicht ganz genau, was das ist, wie das ist, wo es das gibt und ja, wie man sich da verewigen kann. Wahrscheinlich mit Unterschrift oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann Heldenmalerei. Also das ist jetzt hier einfach nur so nebenbei. Dann kommen wir zur Heldenmalerei und zwar hier werden 3 von euren Münzen abgezogen. Wünsch dir ein Motiv und lasse unsere Artists Wunder wirken, denn es sind dort vor Ort auch die Zeichner von Shakes and Fidget. Marvin Clifford leider nicht, das habe ich schon erfragt, aber andere Zeichner, die auch für Shakes and Fidget dort vor Ort sind und dort könnt ihr euch dann ein eigenes Motiv malen lassen und könnt halt eben ja, im Stil von Shakes and Fidget euch ein Porträt zeichnen lassen oder so. Das ist ziemlich nice. Ist aber auch mit Abstand das teuerste. Das kostet nämlich 3 von euren 5 wertvollen Münzen. Ja, aber das ist definitiv eine geile Sache. So, dann haben wir den Ballonbaden. Hole dir einen Ballon, eine Ballonkreation und trage sie in die weite Welt hinaus. Wird wahrscheinlich jemand, der Ballons da so
basteln kann oder hier so knoten kann im Stil von Shakes & Fidget Items oder sowas. Mal gucken. Ne? Dann Kammer des Schlüsselmeisters. Da müssen wir wieder eine Münze bezahlen. Finde unter 100 Schlüsseln den richtigen. Kriegt man wahrscheinlich einen Special-Preis, denke ich mal. Und dann haben wir hier den Würfelspieler. Wirf die Würfel und erreiche einen Vierer-Pasch. Kostet auch eine Münze, aber kann euch auch eventuell gute Boni bringen. Ist aber Vierer-Pasch ist schon relativ selten. Hier oben sehen wir übrigens schon ein kleines Gimmick, und zwar so eine Art Bierglas mit dem Shakes & Fidget Logo drauf. Da kommen wir jetzt gleich zu. Und zwar haben wir hier einmal die Taverne von oben und die ganzen Aufgaben, die hier zu bewerkstelligen sind, beziehungsweise die Stationen sozusagen, wo man die Dinge halt eben bewerkstelligen kann. Gewinne sehen wir hier auch. Limitiertes Bierglas haben wir hier. Dort sehen wir hier einmal die Kiste vom World Boss. Das ist die Kriegsbeute. Ich weiß hundertprozentig nicht, also ob der World Boss damit was zu tun hat. Ich glaube nicht. Die ist einfach nur so da, um vielleicht so mäßig das abzubilden. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir hier auch nochmal oben das Bierglas und hier unten. Das sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Das will ich mir definitiv auch gönnen. Ich hoffe, ich bekomme irgendwie so eins. Das wäre auf jeden Fall echt cool. Ja, und mal gucken. Ihr müsst natürlich dort vor Ort sein, um das zu bekommen. Ne? Dann exklusive Tassen. Also das ist wahrscheinlich, ich glaube, das Bierglas bekommt man, jetzt checke ich das auch. Das Bierglas bekommt man, wenn man unter 100 Schlüsseln den richtigen hat. Weil hier ist das symbolisiert mit der Truhe. Und hier ist der Würfelspieler. Ja, Würfelspieler, Vierer-Pasch, ne? Dann bekommt man hier eine exklusive Tasse anscheinend. Also so wie es jetzt aussieht gerade. Ne? Deswegen müsst ihr euch stark überlegen, was ihr halt eben mit euren Münzen machen wollt. Dann haben wir hier einmal das Klo. Das haben wir jetzt auf der Seite noch nicht mit drauf, aber hier kann man auf jeden Fall ein Display gewinnen. Das ist auch der Tagesgewinn tatsächlich. Und dann haben wir hier einmal den Elevator, der ist hier auch noch nicht mit drauf. Da kann man einen Blutweber-Pin dann bekommen. Ja. Ich muss sagen, ich bin ein ganz großer Fan hiervon. Das Bierglas, das muss ich unbedingt irgendwie mitsneaken auf jeden Fall. So, dann kommen wir jetzt zur letzten Seite und da haben wir auch nochmal ein paar Aktivitäten. Und zwar einmal die Toilette der arkanen Götter. Da muss man eine Münze wiederum zahlen und wirf deine Goldmünzen und sicher dir die Chance auf den Tagesgewinn. Das ist dann quasi das Display hier. Ja, dann Held des Tages, Shakes & Fidget Veteran, Fragezeichen, fordere dein Wissen heraus. Also man kann sich hier auch Münzen verdienen. Man kann nicht nur die Münzen ausgeben, man kann sie sich auch verdienen. Und dann könnt ihr dementsprechend entscheiden, was ihr noch damit machen wollt. Ne? Ob ihr vielleicht noch Münzen sammeln wollt, um euch noch ein Porträt zeichnen zu lassen. Oder das vielleicht beim Würfelspiel einsetzen, ne? Oder was weiß ich wo. Dann wo man hier auch nochmal eine Münze bekommt, ist Wirt am Tresen. Lade dein Handy und spiele Shakes & Fidget. Unser Wirt hilft dir gerne weiter. Also wenn man am Wirt ist und Shakes & Fidget spielt, nebenbei ist das auch eine Ladestation für eure Handys. Sehr nützlich. Kann man hier auch sich eine Münze verdienen. Ja, wo man wiederum eine Münze ausgeben kann, ist bei Bertrams Brüllbude. Beweise deine Schreikraft und erreiche die Dezibelgrenze. Ne, wir haben hier einmal den Elevator und hier haben wir den Blutweber-Pin. Das heißt, je nachdem, wie laut man ist, wahrscheinlich kann man hier eine Münze eintauschen und einen Blutweber-Pin bekommen. Und als nächstes haben wir das geheime Lager. Kein Eintritt, Ausrufezeichen, aber schau vielleicht von irgendwo hinein. Wer weiß, was dahinter lauert. Keine Ahnung. Das ist hier das Dungeon-Portal, das ist hier auf jeden Fall. Hier vorne ist so der Tresen, dahinter ist der Wirt, hier ist dann die Brüllbude und hier hinter ist dann der geheime Raum, das geheime Lager. Ich gehe mal von aus, ganz stark, dass das wahrscheinlich so ein bisschen der Rückzugsort ist oder Verstauraum für die CCs, die dort vor Ort sind. Ne? Also da sind ja auch Mode, Uni, Waves, meine Wenigkeit ist da. Ja, keine Ahnung, wer noch da ist. Ja, werden wir sehen. Nisa ist auf jeden Fall da, hatte ich schon gehört, mit einem Cosplay. Ja, aber ich weiß halt nicht, ob die den ganzen Tag hier am Stand sind. So, ne? Kein Plan. Bei den dreien, die ich vorher aufgezählt habe, ja, ich glaube, die sind hier hinterm Tresen und helfen euch aus. Bei Nisa weiß ich nicht. Ich glaube, die ist so von sich aus da, aber kein Plan.
Und ja, ich werde mich auch irgendwo die ganze Zeit hier irgendwo rumtreiben. Auf jeden Fall, ja. Genau, da hier Foto. Dann haben wir hier die Fotowand als letztes und das ist dann auch alles gewesen, aber ich denke mal, das reicht auch. Wir haben hier die Fotowand, knipst hier ein episches Erinnerungsfoto. Das ist Free-to-Play, kostenlos, ja. Wie ihr sehen könnt, kostet keine Münzen, kann man so machen. Also von daher kann man dann auch ja, an der Wand stehen und Fotos machen, keine Ahnung. Das ist, denke ich mal, vielleicht hoffentlich auch ein ganz cooles Motiv. Also es gibt ein paar Sachen, die sind hier Free-to-Play, wie zum Beispiel sich im Gildenbrett eintragen. Man kann sich kostenlos einen Ballon ziehen. So, bei den Rest muss man entweder bezahlen oder man bekommt was dazu. Außer halt eben noch bei der Fotowand. Ne? Das kann man auch nochmal dann so machen, ist ja klar. Jo, das auf jeden Fall soweit dazu. Weil hier auch stand, welche Halle bzw. Standnummer, kann ich das auch nochmal kurz zeigen. Und zwar ist das in dem Post hier drin. Hier, wenn ihr zur Dokumi kommt, dann haben die auch solche Promo-Code-Cards am Start. Und je nachdem, was ihr vielleicht für ein Level habt oder ja, wie hoch euer Char ist oder so, bekommt ihr dann auch dementsprechend Codes, was natürlich auch sehr nice ist. Also Free Mushrooms bekommt ihr hier auch. Und das Ganze ist in der Halle 9, Booth 9, Halle 08. Also Booth 9, H08. Da ist dann also nicht Halle 08, sondern das ist Halle 9. Booth 9H08. Also das hier auf jeden Fall. Ne? Ist ja eine riesengroße Messe und daher ist das auch überall unterteilt. Deswegen, ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Vielleicht sieht man sich da. Ich freue mich auf euch. Ja, sprecht mich gerne an, falls ihr mich sehen solltet. Ich habe da gar keine Probleme mit. Deswegen immer ganz offen damit umgehen. Ne? Deswegen war es das soweit. Und ich hoffe, ich konnte euch da so einen kleinen Einblick verschaffen in dieses ganze Thema mit der Taverne. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Ne? Da merkt man auf jeden Fall, wo die ganze Arbeit die letzten Monate reingesteckt worden ist, muss man wirklich so sagen. Also da ist wahrscheinlich sehr, sehr viel ja, Aufwand hineingeflossen. Gehe ich von aus. Aber das soweit dazu. Eure Meinung in die Kommentare. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.